Leider nein. Die Antwort ist nein. Es gibt nicht den perfekten Planner, die perfekte Agenda, das perfekte Planungssystem für uns ADHS-Brains. I wish. Aber es gibt Wege, die wir nutzen können, um diese Dinge einfach ein bisschen mehr auf unsere bunten Brains anzupassen. Auch wenn es ganz viele Marketing-Heinis gibt oder irgendwelche Gurus, die uns den perfekten Planner für unsere ADHS-Brains versprechen. Es gibt nicht den Planner. Ihr habt nicht den ADHS-Planungscode geknackt, so leid es mir tut. Ihr wollt einfach Kohle. Oder warum haben sonst so viele von uns einen riesigen Stapel von Agenden und Planern, die wir, wenn überhaupt, nur kurz benutzt haben und dann sie enttäuscht irgendwo in eine Ecke verbannt haben, beziehungsweise in eine Ecke unseres Computers oder unseres Handys? Ich habe einen Kommentar auf Reddit gelesen mit dem O-Ton, statt dass mir immer wieder Sales Pitches von irgendwelchen Planungsgurus aufgedrückt werden für ihr System, möchte ich lieber lernen, wie ich mir einen Planer zusammenstellen kann, also selbst, der für mich einfach funktioniert. Und ja, fühle ich wirklich sehr. Und darum versuchen wir das jetzt mal miteinander. Und der große Trick dabei ist doch, dass wir wirklich mit unserem einzigartigen, bunten Brain arbeiten und auf unsere Bedürfnisse hören und aufhören damit, wieder den nächsten geilen, glitzernden Planner zu kaufen. Aber zuerst möchte ich darauf eingehen, warum so viele von uns schon so viel versucht haben und so viele Planner gekauft haben, aber nichts wirklich funktioniert hat. Dieser Stapel an Agenten und Planern, ob jetzt digital oder analog, der uns so ein schlechtes Gewissen einjagt, ist kein Zeichen von moralischem Versagen, sondern ein großes Missverständnis. Ich gehe jetzt mal extrem von mir selbst aus, aber ich hatte vorher natürlich, aber auch nach meiner Diagnose zuerst einmal weiterhin das Gefühl, dass ich meine Planungssysteme anhand der Tipps dieser Produktivitätsgurus umsetzen muss. Die sind ja schließlich erfolgreich, die Gurus, also müssen sie ja recht haben. Ich muss mich nur noch ein bisschen mehr anstrengen und am besten nochmals ein Programm kaufen oder nochmals ein Buch herunterladen. Das Problem? A, viele dieser Gurus sind keine bunten Brains und B, wenn sie das sind, dann haben sie noch nicht gecheckt, dass wir innerhalb der bunten Brains unglaublich unterschiedlich sind. Wie eine tolle YouTuberin gesagt hat letztens, ADHS ist eine Spektrumsstörung. Also es ist nicht von A fast kein ADHS zu B extremes ADHS, sondern wir haben alle unterschiedliche Ausprägungen von exekutiver Dysfunktion und wir haben alle unterschiedliche Coping-Mechanismen und wir sind unterschiedlich alt und wir haben unterschiedliche Lebenserfahrungen. Außerdem sind viele von uns per Definition so, dass wir ein interessensbasiertes Brain haben. Das heißt, wir brauchen spannende neue Dinge und viel Abwechslung. Das hieß für mich, als der Groschen bei mir endlich mal gefallen ist, ich bin ein ADHS-Brain. Ich werde vermutlich nie bei einem System bleiben und vielleicht auch zwischen verschiedenen Systemen hin und her hüpfen. Ist das schlimm? Nein. Ist das ein Versagen? Nein. Denn alles ist okay, solange es mir für meine Planung was bringt und ich es regelmäßig mache, zumindest zu 70 bis 80%, was in meiner Welt wirklich ausreichend ist. Dann all diese Systeme dieser Gurus mal anzutesten und auszuprobieren, war keine Zeitverschwendung. Denn vieles kann ich ja tatsächlich benutzen, einfach vielleicht nur zu einem Teil oder angepasst. Aber es ist eine Zeitverschwendung, auf Biegen und Brechen auf einem Pfad weiterzugehen, der nicht funktioniert. Mich in Systeme zu zwängen, die überhaupt nicht zu meinem bunten Brain passen. Wie ging das nochmal mit dem eckigen Klötzchen ins runde Loch, wo die Zeit besser deponiert ist, herauszufinden, was denn für mich schon funktioniert hat und warum und mir selbst irgendwas zusammenzuschustern. Und ja, das hört sich und fühlt sich erst einmal scheiße anstrengend an und ist es auch. Aber das Gute ist, man muss nicht von Adam und Eva anfangen. Ich persönlich arbeite für mein Business mit einem Notion-Template und das funktioniert eigentlich ganz gut. Aha, also doch etwas gekauft, Simone. Ja, aber erst nachdem ich mir eben klar wurde, was für mich funktioniert und was überhaupt nicht funktioniert und wo meine Bedürfnisse liegen. Und dann ist es ja auch einfacher, sich irgendwas auszuwählen, statt die Welt von Neuem zu erfinden. Also lass uns jetzt mal konkret herausfinden, wie wir uns so ein System, ein Planungssystem oder eine Agenda quasi selbst zusammenbauen können. Und zuerst habe ich was gemacht, was jetzt vielleicht viele denken so, okay. Ich habe mir mal überlegt, was
ist denn eigentlich ein Planer? Woraus besteht der denn und was braucht es dafür? Also es gibt eine bestimmte Form, digital, auf Papier, eine Tafel mit Stiften und so weiter. Es braucht einen Platz dafür, an der Wand, auf dem Tisch, am Spiegel, im Handy. Normalerweise gibt es verschiedene Elemente für verschiedene Arten von Terminen oder Tasks, also irgendwelche Listen oder Taskblöcke oder große Ziele, fixe Termine, Bullet Points und so weiter. Dann gibt es einen Planungsrhythmus, monatlich, wöchentlich, täglich, was auch immer. Und es braucht auch Hilfsmittel, um überhaupt planen zu können. Also sicher für uns ADHS Brains. Priorisierungstools, andere Menschen, ChatGPT. Und jetzt gilt es, uns die richtigen Fragen zu stellen, um herauszufinden, welche Elemente und Formen wir brauchen, damit wir nachher mit dem Planer oder mit dem System arbeiten können. Also, womit kämpfe ich denn am meisten beim Planen? Und warum eigentlich? Und was sind denn genau die Hürden? Und wie kann ich mir das erleichtern? Ich zum Beispiel habe echt Mühe mit Priorisieren, aber dazu gibt es verschiedene Hilfsmittel oder ich mache es mir immer zu kompliziert und danach bin ich überwältigt. Und was von alledem, was bisher nicht funktioniert hat, kann einfach mal endgültig weg. Ich weiß, es ist schwer loszulassen, aber teilweise lohnt es sich einfach nicht mehr, mit dem weiterzumachen. Ja, I'm looking at you. To-Do-Listen in meinem Falle. Dann müssen wir uns auch im Klaren sein, was hat denn funktioniert bisher und warum eigentlich? Welche unserer bunten Brain-Bedürfnisse wurden da erfüllt und wie kann ich das reproduzieren? Denn mit dieser Denke können wir nicht nur konkrete Tools ableiten, sondern auch generelle Anforderungen an die Planung stellen, die wir einfach brauchen, die einfach erfüllt sein müssen. Dann die magische Frage wie immer, was macht mir denn eigentlich Freude und was gibt mir Dopamin? Worauf kann ich mich immer wieder freuen? Was gibt mir einen Reiz? Und das muss einfach irgendwie eingebaut werden. Kleiner Einschub. Leider lese ich immer wieder auf Reddit zum Beispiel von Menschen, die sagen, aber es funktioniert nichts. Ich kann machen, was ich möchte, aber es hat noch nie etwas funktioniert. Und ich meine, ich fühle das extrem. Ich war auch schon in diesen Momenten der Verzweiflung und bin es auch immer wieder mal. Doch in der Realität ist es einfach nicht wahr. Es hat immer irgendwas funktioniert, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Und es braucht ein bisschen Grabearbeit, Ausgrabearbeit, aber es finden sich Dinge, die funktioniert haben. Es ist mehr in diesen Momenten einfach eine Erschöpfung und eine Verzweiflung, die uns versucht, das irgendwie einzureden, dass nie etwas funktionieren wird. Aber ich kann dir versprechen, es gibt immer Lösungen und es kann funktionieren. Falls jetzt die Fragen alle ein bisschen zu allgemein waren, kannst du dir natürlich auch konkrete Fragen stellen wie, brauchst du lieber analoge Notizbücher? Arbeitest du lieber mit Apps? Bist du ein bisschen ein Tech-Freak und baust dir gerne Dinge zusammen, zum Beispiel auf Notion? Müssen die Dinge glitzern? Müssen sie eine bestimmte Farbe haben? Sind To-Do-Listen gut für dich oder können die weg? Hast du auch so eine Angst vor Time-Blocking im Kalender wie ich? Dann mach es nicht. Oder bist du sehr kreativ und liebst Bullet Journaling zum Beispiel. Oder brauchst du einen Planungsbuddy? Wie häufig magst du planen? Bist du jemand, der sich morgens hinsetzt und dann einfach den Tag plant? Brauchst du eine Monatsplanung? Brauchst du eine Wochenplanung? Also für mich ist das immer sehr beruhigend, wenn ich am Sonntagabend meine Planung mache und dann weiß ich, was ich jeden Tag so vorhabe. Und ich mache das so, dass ich auch gewisse Dinge verschieben kann. Von Tag zu Tag oder innerhalb des Tages. Aber eben, das ist einfach mein Weg. Und dann, wenn du das alles weißt, vielleicht nicht eben gleich anzufangen, alles von Grund auf zu arbeiten, außer du hast Bock darauf und du prokrastinierst nicht etwas damit. Sorry. Der Prozess kann ja auch ganz schön sein. Schau dich mal um, ob es irgendwo eine Vorlage gibt, die du nutzen kannst oder vielleicht hast du irgendwas Inspirierendes irgendwo gesehen, das du abzeichnen kannst oder was auch immer. Und am Schluss ist es völlig egal, wie dein System aussieht oder wie dein Planer aussieht. Es muss einfach für dich klar sein, also vorausgesetzt, du nutzt den alleine für dich. Und es ist egal, ob das an der Wand hängt oder wo auch immer das ist oder verteilt. Es muss für dich einfach funktionieren und eben spannend sein und irgendwo auch Spaß machen. Es ist völlig egal, was andere dazu sagen, ob das irgendwie messy aussieht oder nicht. Was soll's? Und jetzt habe ich noch eine kleine Confession-Runde. Ich habe meinen Planungs-Livestream bisher so vor mir hergeschoben, ehrlich gesagt, weil ich eben genau nicht eine dieser Personen sein möchte, die ihr System als
die einzige Wahrheit verkaufen möchte. Und deshalb bin ich gerade am Überlegen, wie wir trotzdem das machen können und dass es für euch den größtmöglichen Nutzen hat. Also wenn ihr Lust habt, so einer Planungssession teilzunehmen, dann sagt mir doch in den Kommentaren, was euch am meisten helfen würde. Eine Idee könnte sein, dass wir einfach gemeinsam planen und ich quasi Prompts gebe, nach denen ihr mit eurem System vorgehen könnt. Ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Schenkt mir auch gerne einen Like und ein Abo, wenn euch das gefallen hat. Und sagt mir auch gerne in den Kommentaren, ob euch das geholfen hat oder was eure Planungsmethoden sind. Und hier habe ich noch ein Video über Zielsetzung, falls euch das interessiert. Folgt mir auch gerne auf Social Media, schreibt euch ein für meinen Newsletter. Geht gerne mal auf meiner Webseite vorbei, ich mache Karrierebegleitung für bunte Brains. Alle Infos sind unten in der Beschreibung. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss!